Hallo zusammen, wir sprechen heute mit Markus Frentrop, das ist unser Leiter RAL Farben, über den Farbmarkt generell und über aktuelle Entwicklungen bei RAL Farben. Herr Frentrop, was tut sich denn aktuell auf dem Farbmarkt? Erstmal hallo. Hallo. Vielen Dank für die Gelegenheit hier. RAL Farben hat ja nun eine recht lange Historie mittlerweile, fast 100 Jahre. Und in der Zeit hat sich eine ganze Menge getan und wir sehen auch im Moment wieder sehr, sehr viele Bewegung auf dem Markt. Dass sich RAL Farben in den letzten Jahrzehnten in einer Vielzahl von Märkten und Kundengruppen bewegt hat, gibt es für uns heute den Farbmarkt eigentlich gar nicht als Einzelmarkt. Was wir aber sehen, vor allen Dingen in Europa sehr stark sehen, ist eine immer stärkere Verknüpfung von Farbe mit Materialität und Oberfläche. In Europa sind wir da schon recht weit, in anderen Märkten stehen wir da erst am Anfang. Aber wir glauben schon, dass dieser integrative Ansatz die Zukunft sein wird. Das andere ist, was wir in den letzten Monaten auch sehr stark gesehen haben, eine gewisse Aufwertung des Themas Farbe und Farbgestaltung. Und da spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle. Sprechen wir über das Thema Do-it-yourself auf der einen Seite, wo sich sehr viel getan hat, aber auch über das Thema professionelle Farbgestaltung. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten war bedingt durch die Tendenzen wie Homeoffice, mobiles Arbeiten, die Aufmerksamkeit auf die Gestaltung des persönlichen Lebensumfeldes sehr viel höher, als das anders in anderen Zeiten der Fall gewesen ist. Und dazu gehört natürlich in erster Linie das Thema Farbe und das freut uns ungemein. Sie sprechen gerade davon, Do-it-yourself, aber auch Maler, die RAL-Farben kennen überwiegend vermutlich diesen Farbfächer. Das ist aus unserer Klassikfarbsammlung, der K5. Was haben wir denn noch für Tools bei RAL Farben, die wir den Anwendern an die Hand geben können? Wir müssen dabei, wenn wir über unterschiedliche Tools sprechen, eigentlich in zwei Richtungen schauen. Das eine betrifft die grundsätzliche Anzahl der Farbpaletten. Häufig ist es so, dass RAL Farben immer noch assoziiert wird, ach, ich weiß alles über euch, ihr seid die mit den 215 Farben. Und das ist tatsächlich nur ein Teil der Geschichte. Auf der einen Seite freut es uns natürlich, dass wir für RAL Classic so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen. Und auf der anderen Seite hat RAL Farben aber tatsächlich viel mehr zu bieten. Für denjenigen, insbesondere im professionellen Bereich, das heißt Gestalter, Designer, Architekten, die einen systematischen und umfassenderen Ansatz suchen, gibt es das RAL Design System mit 1825 systematisch angeordneten Farbtönen. Und für denjenigen, der sich eher im Bereich der metallischen Oberflächen tummelt, gibt es noch RAL Effekt mit 490 Farben. Das heißt, 70 metallische Oberflächen und jedem Metallic-Ton sind 5 sogenannte Volltöne zugeordnet. Insgesamt also sehr viel mehr als die 215 Farben. Werden denn unsere Produkte auch weiterentwickelt oder gibt es Stand 1900, jetzt mal plakativ gesagt, oder 1927 und das war's? Naja, alleine schon aus der Tatsache heraus, dass wir 1927 mit 40 Farben gestartet sind und die RAL Farbpalette heute mehr als 2300 Farbentöne umfasst, daran sieht man, dass wir uns über die Jahrzehnte durchaus weiterentwickelt haben. Aber das ganze Thema geht auch hier wieder in unterschiedliche Entwicklungen rein. Das eine ist, dass wir permanent daran arbeiten, unsere Farbpaletten zu optimieren. Beispielsweise ist die RAL Classic Familie im letzten Jahr um 2 Farbtöne gewachsen. Im Jahr davor war es das RAL Design System, was um 200 Farbtöne ergänzt worden ist. Das ist die eine Richtung. Und das andere ist natürlich, dass wir ständig versuchen, aufbauend auf den Anforderungen unserer Kunden, unserer Gestalter, unsere Tools zu optimieren. Und da freut es uns ganz besonders oder hat es uns gefreut, dass wir für das RAL Starter Kit, was einen einfachen und schnellen Einstieg in das RAL Design System ermöglicht, in diesem Jahr mit dem German Design Award ausgezeichnet worden sind. Wir sehen es hier im Regal stehen, genau. Genau. Ja, spannend. Was gibt es denn aber, wenn ich gerade von spannend spreche? Worauf kann man sich denn freuen? Gibt es vielleicht dieses Jahr noch ein paar Entwicklungen bei RAL Farben? Definitiv. Wir arbeiten ja ständig daran, uns weiterzuentwickeln. Das eine ist, wie viele andere Unternehmen auch, haben wir natürlich in den vergangenen Monaten nochmal intensiver unsere Prozesse hinterleuchtet. Das eine oder andere überarbeitet, manches auch beschleunigt. Und dabei steht natürlich für uns ganz oben das Thema Digitalisierung auch an, was insofern ein tatsächlich extrem spannendes Thema ist,
weil das Thema Materialität, Oberfläche sehr stark mit dem Thema Haptik verbunden ist. Und das online zu spielen ist nicht so ganz einfach. Es geht aber. Und das andere ist, dass wir uns sicherlich im weiteren Verlauf des Jahres auch wieder dem Thema Trend zuwenden werden, gerade über die Kooperation mit der Hochschule in Hildesheim, mit dem dort angesiedelten Institut International Trend Scouting, haben wir unsere Möglichkeiten nochmal deutlich erweitert, in diesem Bereich aktiv zu sein. RAL hat mit dem Color Feeling 2020 Plus, was wir im letzten Jahr veröffentlicht haben, schon einen etwas anderen Weg gewählt, als viele andere Trendpublikationen das machen, indem wir versucht haben, diesen eingangs beschriebenen integrativen Ansatz auch tatsächlich in die Praxis umzusetzen und für Architekten und Designer damit erlebbar zu machen. Das heißt, wir werden diese Entwicklung gewissermaßen verstetigen und hier definitiv versuchen, auch in diesem Jahr wiederum unseren Kunden ein entsprechendes Tool an die Hand zu geben. Wir sind sehr optimistisch, dass das im 4. Quartal der Fall sein wird. Okay, dann bleiben wir mal gespannt. Ich sage erstmal vielen Dank für Gerne. Top. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und demnächst gibt es dann anscheinend ein paar spannende Einblicke noch bei RAL Farben ins Thema Entwicklungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.